Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Fabia Steiner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne zusammen einen Sprachkurs machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welchen Kurs? Wie und wo finden? Wie oft pro Woche? Die Kosten? Wie lange machen? Weitere Ideen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sophie. Wie geht es dir heute? Hallo Gabriel. Mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe darüber nachgedacht, Deutsch zu lernen, und dachte, es wäre toll, wenn wir das gemeinsam machen könnten. Wie findest du das? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe schon immer davon geträumt, eine neue Sprache zu lernen. Fantastisch. Lass uns darüber sprechen, wie wir das angehen wollen. Natürlich, das klingt gut. Zuerst sollten wir uns überlegen, welchen Kurs wir wählen möchten. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen. Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen. Was denkst du? Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft. Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft. Was hältst du davon? Das klingt vernünftig. Wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Das klingt vernünftig.
Wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären. Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären.
Wie findest du das? Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch.